Es war ein kalter Wintertag im Februar, als ich Frank im trüben Licht des Morgens zum Flughafen brachte. Bevor er mit blassem Gesicht durch das Gate verschwand, nahm er mich fest in seine Arme und sagte: 3 Wochen, höchstens 4, dann sehen wir uns ja wieder. Dann warf er mir eine Kusshand zu und ich war allein. Ich war allein mit einer Garage voller riesiger Seekisten, die mit Ölpapier ausgeschlagen waren. Von der Firmenleitung hatte ich eine lange Liste mit schriftlichen Anweisungen erhalten. Darin stand, was man in ein muslimisches Land mitnehmen durfte und was verboten war. Ich nahm der Einfachheit halber Zeitungspapier zum Einpacken. Aber ich musste doch wahrhaftig darauf achten, dass darauf keine Fotos abgebildet waren. Denn Bilder von leicht bekleideten Frauen, nicht einmal im ärmellosen Pullover oder einem kurzen Rock, waren verboten. Keine Nahrungsmittel und natürlich kein Alkohol. Und nun stand ich in unserer Wohnung und schaute auf die unzähligen Bücher, Bilder und Möbel, die ich verkaufen, verschenken, unterstellen, einpacken oder wegwerfen musste. Wie gut, dass ich nicht wusste, dass mein zukünftiges Leben von nun an zum größten Teil aus Ein- und Auspacken bestehen würde. Die Wohnungsauflösung und die Formalitäten für meine Ausreise musste ich nun ohne ihn bewältigen. Ich war hoffnungslos überfordert. Kurz zuvor hatte ich noch eine schwere Mittelohrentzündung gehabt mit hohem Fieber. Ich war angeschlagen und Frank hatte sich nur um seine Formalitäten gekümmert. Sicher kam sein bester Freund abends vorbei, aber der zog es vor, mit mir was zu trinken und mich anzubaggern. Der Keller war proppenvoll mit Büchern und Sachen, von denen ich gar nicht wusste, dass sie existierten. Und die Schränke voller Klamotten. Katharina war in Afrika im Urlaub und meine Geschwister waren ja weit weg verstreut. Ich arbeitete den ganzen Tag im Hort und fing dann abends an zu packen. Irgendwann setzte ich mich ins Auto und fuhr nach Hause zu meinen Eltern. Und als ich anfing zu weinen, sagte Papa zu Mutti: Du fährst jetzt mit ihr und hilfst ihr. Das war eine solche Erleichterung. Mutti arbeitete sehr strukturiert und überhaupt war sie sehr lieb zu mir. Als ich einige Tage später Katharina vom Flughafen abholte, hatten wir den größten Teil schon bewältigt. Katharina lud ihr Auto voll und ein paar Wochen später war alles geschafft. Die Wohnungsschlüssel waren abgegeben, die Seekisten gepackt und abtransportiert und befanden sich inzwischen auf einem Schiff irgendwo unterwegs auf dem Meer. Meine Stelle war gekündigt, nur das Visum von der saudischen Botschaft in Bonn war noch nicht da. Doch als ich endlich mit den vielen Koffern, meiner Gitarre und dem kleinen Leo im Auto saß, um die letzten Tage bis zu meinem Abflug bei einer Kollegin aus der Kindertagesstätte zu verbringen, überkam mich ein Gefühl der Heimatlosigkeit. Ich wusste nicht mehr, wo ich hingehörte. Ich vermisste Frank so sehr. Hallo meine Lieben, ich hoffe, euch gefällt meine Geschichte. Also fleißig abonnieren und auch die Glocke nicht vergessen. Dankeschön. Ich verspreche euch, es wird noch sehr spannend.